Cradle to Cradle ist im Mittelpunkt dieses Projekts Labor Tempelhof, um zu zeigen, wir brauchen kreislauffähige, materialgesunde Lösungen. Es geht also letztlich darum, 4 Großkonzerte als Beispiele dafür zu nehmen, wie man möglichst klima- und ressourcenpositiv wirtschaftet, konsumiert und lebt und daraus abzuleiten, wohin sich unsere Gesellschaft transformieren muss. Die Bands, die Ärzte und die Toten Hosen haben uns das genau hier ermöglicht, die haben die Türen weit aufgemacht. Für die Bands ist es einfach viel wichtiger zu zeigen, was jetzt schon geht. Nicht immer nur predigen und reden, sondern ins Tun zu kommen. Bei Cradle to Cradle geht es darum, dass wir Dinge ganz anders machen, dass wir die Welt von morgen gestalten können, dass wir einen positiven Fußabdruck hinterlassen können, halt gerade nicht nur weniger schlecht, sondern richtig gut sein können und dass wir alles so designen können, dass es gut ist für Mensch und Umwelt und in Kreisläufen zirkulieren kann. Besonders deutlich werden die Herausforderungen, wenn man realisiert, 60.000 ZuschauerInnen sind vergleichbar mit einer mittelgroßen deutschen Stadt und wir bilden hier alles ab. Die Leute kommen her, möchten trinken, essen, gehen aufs Klo, gehen einkaufen, kaufen zum Beispiel Merchandise. Und genau an diesen ganzen Stellen jeweils Lösungen zu finden, die sich hochskalieren lassen, ist eine große Herausforderung. Das Projekt Labor Tempelhof ist so groß, dass wir mit ganz vielen verschiedenen Partnern zusammengearbeitet haben, dass ganz viele verschiedene Initiatoren sich zusammengetan haben und dass man sieht, dass so ein Projekt nur funktionieren kann, wenn man so viele verschiedene Ebenen und Perspektiven auch zusammenbringt, um dann zu zeigen, dass sich dadurch wirklich etwas verändern kann. Also die größte Veränderung bestand natürlich darin, alle Prozesse aufzumachen, erstmal grundsätzlich, sich mit den großen Keyfacts der Veranstaltung auseinanderzusetzen, die Sky zu verändern und zu beeinflussen und dann Lösungsmodelle für verschiedenste Situationen zu finden. Bereitstellung von Energie, Wasserbereitstellung, Wasserdistribution auf dem Gelände. Das ist natürlich in der Veranstaltungsbranche immer mit Logistiken gelöst worden, die wenig nachhaltig waren bisher. Das sind alles große Prozesse. Mobilität. Wie kommen die Besucher auf unser Gelände? Wie verlassen sie das Gelände wieder? Was wollen wir unseren Besuchern vermitteln, damit sie dieses Mindset aufnehmen können und mitentwickeln können? Die Herausforderung beim Projekt war dann tatsächlich so die Komplexität des Themas und diese Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen Gewerken. Man muss ganz viel recherchieren, man muss ganz viel nachfragen, man muss auch mit vielen PartnerInnen in Kontakt kommen und Fragen stellen, die wahrscheinlich noch nie jemand gestellt hat. Wir können im Labor Tempelhof 84% der Feststoffe und Urin aus den Komposttoiletten und aus allen anderen Toilettenarten, die wir hier haben, zurückgewinnen. Ein Teil der Merchandise-T-Shirts, die von den beiden Bands hier zum Einsatz kommen, sind Cradle to Cradle Gold zertifiziert. Außerdem haben wir 100% Ökostrom, was ein ganz besonderes Erfolgserlebnis für uns ist, weil das absolut kein Standard für große Open-Air-Konzerte ist. Viele Monate haben wir damit verbracht, das Labor Tempelhof mit Leben zu füllen, mit 2 Bands, die das Ganze ermöglichen, mit 4 Konsortiumspartnern, die das vor Ort umsetzen, mit 3 Strategiepartnern, die Expertise mit reinbringen und bis zu 50 Cases, die wir hier vor Ort realisiert haben. In einem Report haben wir aufgezeigt, an welchen Handlungsfeldern wir arbeiten müssen, wo es andere politische Rahmenbedingungen braucht, damit wir eine Kreislaufwirtschaft nach Cradle to Cradle erreichen können. Das ist ja hier im besten Falle einfach der Anstoß für eine hoffentlich klimapositivere Zukunft.